Mit Bitcoin jetzt schon in Rente? Naja, während er hier, Warren Buffett, sich im Alter wohl kaum mehr mit Bitcoin anfreunden wird, so hat es der ein oder andere von euch wohl schon längst getan. Früh in Rente mit Bitcoin, sich vielleicht sogar auf ewig eine Rente auszahlen lassen. Auch wenn der ein oder andere jetzt sagt, ich werde meine Bitcoin nie verkaufen, so ist es doch jedem selbst überlassen, was er oder sie tut. Aber wie soll man mit Bitcoin in Rente gehen? Wäre es nicht schön, wenn Bitcoin eine Art Cashflow hätte, die man sich auf ewig auszahlen lassen könnte? Alle reden immer nur davon, wie man in Bitcoin reinkommt. Aber es mag auch Gründe geben, andersrum. Und genau das betrachten wir heute in diesem Chart. Aber wieder gilt natürlich, Leute, das ist nur meine Interpretation der Daten und kein finanzieller Rat. Wenn ihr eure Daumen noch nicht in Rente geschickt habt, dann gebt mir beide Daumen nach oben und helft mir im Kampf gegen den YouTube-Algorithmus. Ab in den Chart. Und natürlich, Leute, natürlich geht es um den BTC. In USD, den Bitcoin-Preis in US-Dollar, das Ganze auf einer logarithmischen Skala, $1, 10, 100.000 bis zur 100.000 Dollar Marke, ins Jahr zurück 2010 bis nach vorne ins Jahr 2025, in dem wir uns ja aktuell befinden. Wir finden hier einen Bereich, der begrenzt wird durch unser sogenanntes Power Law, das ist der Power Law Support zum einen, aber wir haben heute noch eine zusätzliche Linie, die hier eben diesen weißen Bereich hier kennzeichnet und das ist der Power Law Fit. Ja, also der Power Law, also die Formel, die Regressionslinie, die im Grunde am besten in die Daten passt, bei der wir oft drüber sind, aber auch lange Zeit drunter sind und die dann relativ gut in der Mitte liegt, das ist der Power Law Fit. Der Support hingegen ist ja die Regressionslinie, die ganz unten liegt, die wir in seltensten Fällen noch erreichen, also wirklich den absoluten Boden kennzeichnen. Der Power Law Fit hingegen liegt gut in den Daten. Das heißt, wir gehen schon mal drunter, aber er zeigt uns relativ gut an, was so ein guter Durchschnittswert für den Bitcoin-Preis ist. Dieses Power Law hilft uns heute, um etwas zu ermitteln, und zwar eben einen sogenannten Power Law Interest Rate, also einen Zins, den wir uns errechnen für Bitcoin. Ja, es geht um einen Bitcoin-Zins und diesen Zins ermitteln wir eben auf Basis dieses Bereichs. Warum nicht auf Basis dieser Schwankungen, die uns der Preis über den Laufe der Zeit bietet? Ja, Leute, das sind Bubbles. Das ist eine Bubble. Bubble, hier haben wir eine Bubble und ihr kennt das Spiel, das ist eine Bubble. Umso weiter wir weggehen vom Power Law, umso gefährlicher wird es. Hier haben wir eine Bubble, ja, Bubble, hier wieder, hier haben wir eine Bubble und ihr kennt das. Ja, Leute, das sind Bereiche, bei denen sollten wir vorsichtig sein. Momentan noch nicht übertrieben, aber wir sind ganz schön weit weg eigentlich schon vom Power Law Support, der ungefähr bei 35k liegt, ja, und eins drüber der Power Law Fit, der ungefähr bei 50k liegt. Also das ist so die Spanne, die eigentlich so den Crypto Winter beschreiben würde ich sagen, aber das Ganze geht natürlich weiter nach oben. Und da es sich eben auch in einer Formel, in einem Bereich entwickelt, und auch die letzten 15 Jahre es entwickelt hat, können wir dieses Modell mal als Annahme nehmen, ja, als Annahme für eine mögliche Weiterentwicklung des Bitcoin-Preises und können darauf aufbauend die Zinsen errechnen, die wir Jahr für Jahr eben hier erhalten. Und das will ich mit euch machen, denn die Zinsen helfen uns, mögliche Ausschüttungen, mögliche Renten hier zu ermitteln. Dazu habe ich euch dieses kleine Diagramm hier unten mitgebracht, ja, ich zeichne jetzt mal grob ein, das Diagramm meine ich hier unten, ja, das habe ich euch mal hier so dargestellt mit dieser orangen Linie, während eben dieser Boden der Zinsen, ja, und das ist wirklich die Zinskurve, könnte man sagen, ja, nicht im klassischen Sinne, sondern es beschreibt einfach nur die Zinsen, die jährlichen Zinsen, die uns dieses Power Law eben geben würde, und hier haben wir einen Boden, der um die 10% liegt. Und das auf einen Zeitraum, und das muss ich natürlich dazu sagen, denn das Ganze fängt hier vorne an, im Jahr 2009, und geht hier nach rechts bis ins Jahr, und das ist ganz hinten hier, 2160 um den Drehraum. Und jetzt ist natürlich ein Punkt hier drin, ja, 2140, Leute, ist ungefähr hier, ja, nicht ganz genau, aber so ungefähr 2140, da wissen wir ja, da ändert sich bei Bitcoin etwas, und zwar kann man hier nicht mehr als 21 Millionen Bitcoin eben erzeugen, und dementsprechend endet hier auch die eigentliche Mining-Ausschüttung. Ja, die Miner, die Rewards, die Miner kriegen aus eben der Basis, aus der Coinbase, die endet hier. Das muss man immer im Hinterkopf behalten, denn das ändert eigentlich das ganze System. Aber wir betrachten jetzt mal diesen Zeitraum 2009 bis 2160 und wir sehen hier nach oben auf der Y-Achse auch wieder Log-Scale, ja, eben eigentlich so Prozentzahlen. Wir waren mal bei 20, dann waren wir hier 40, ja, 40%, dann sehen wir hier eine Linie, die ist dann 80%, ja. Die sind nur ganz leicht angedeutet, aber das sind mehr die Zinsen in der Vergangenheit, ja. Wir sind ungefähr so bei ca. 40% aktuell, also ungefähr hier, was der Power Law Year over Year macht. Ja, wie funktioniert das? Wie kam diese Linie hier, wie kommt dieser Zinssatz hier zustande? Ja, also diese orange Linie. Naja, im Grunde nehmen wir ein Jahr zum Beispiel, und das ist relativ schön hier zu sehen, ja, hier ein Jahr, also ein Jahr, und schauen dann, wie hoch geht es in dem nächsten Jahr. Okay, 10x, ja, also irgendwo 900% mehr. Ja, also 10x irgendwo so nach oben, und das soll dann im Grunde unser Zinssatz sein. Das ändert sich natürlich, es wird immer weniger über den Laufe der Zeit, ja, während wir dann hier vorne, ja, wenn man jetzt hier irgendwo so bei 1000 ist, dann wird natürlich über ein Jahr das Ganze deutlich geringer, ja, und das ist es, worum es uns eigentlich gehen soll. Hier kommt diese orange Linie zustande. Ja, das ist
im Grunde auch eben basierend auf dieser Regression. Und natürlich kann das unterschiedlich sein. Wir haben Jahre, in denen wir natürlich hier starten und es geht deutlich weiter nach oben, weil es in der Bubble ist. Aber auf die Bubble will ich mich nicht verlassen, sondern ich könnte ja längerfristig in Zukunft deutlich näher an diesem Power Law Fit bzw. Power Law Support liegen, also in diesem untersten Band. Und deswegen will ich mich mehr auf dieses Power Law verlassen, anstatt auf diese einzelnen Bubbles. Und deswegen kommt diese orange Linie hier immer von einem zum anderen Jahr. So kommt im Grunde diese Funktion hier zustande. Man sieht also, die Basis ist 10%. Jedes Jahr hat er mindestens 10% mehr im Power Law. Also jedes Jahr steigt der Bitcoin-Preis mindestens um 10%. Früher mal mehr, jetzt immer weniger. Aber das ist so im Grunde die Basis, die wir hier haben. Das ist natürlich das, was wir im Grunde schon abschöpfen können, was viel mehr ist, als wir eigentlich erwarten würden. Aber wenn wir es Long-Term nehmen, also von jetzt bis 2140, dann können wir auf jeden Fall mal sagen, 10% ist drin. 10% Year over Year, ja, und dann machen wir im Grunde sogar noch mehr, weil ja der Bitcoin-Preis doch stärker steigt als die 10%. Aber nehmen wir mal diese Baseline 10%. Um eine einfache Rechnung aufzustellen, um das Ganze mal plastisch eben darzustellen. Ich will mit euch eben diese Annuität ausrechnen, ja, diese Annuität, und dazu will ich den aktuellen Value des Power Law Supports nehmen und den eben mit der Rendite, also eben mit diesem Zinssatz hier multiplizieren. Und das, wenn wir eben machen, kommen wir bei A drauf, dass wir sagen, okay, aktuell 35.000, wir nehmen die hier, die 35.000, 35k und multiplizieren sie mit dieser Basisrendite, ja, auch wenn sie mehr sein könnte. Ja, und über das Power Law ist, aber long term sind es auf jeden Fall 10%, also 0,1. Ja, 0,1 und dann kommen wir eben auf eine jährliche Ausschüttung von 3.500, also 3,5k per anno. Ja, Leute, also pro Jahr. Nun, was ist das jetzt für eine Abschätzung? Ja, das ist ja nur eine Abschätzung, aber die soll uns für einen Bitcoin eben sagen, was wir, wenn dieses Power Law gilt, uns jährlich ausschütten dürfen, ohne dass wir uns irgendwelche Gedanken über Bubbles machen, ja, oder irgendwas anderes. Das wären $3.500 pro Jahr. $3.500 pro Jahr. Wenn man sich also fragt, hey, wie viel darf ich, wenn ich jetzt in Rente gehe, wie viel darf ich, wenn ich in Rente gehe und ich will trotzdem noch irgendwie Bitcoin haben, wie viel darf ich mir dann hier ausschütten? Und das ist im Grunde eine ganz einfache Rechnung, denn im Grunde geht es ja darum, dass ich sage, ja, ich habe zumindest immer 10%. Ja, eigentlich sind es sogar mehr. Ich könnte jetzt mit diesem dynamischen Zins rechnen, also mit der wirklichen Kurve hier oben, mit der hier könnte ich auch rechnen. Aber dann ändert sich das Jahr für Jahr, was ich ausschütten darf. Und das will ich jetzt mal nicht. Der Einfachheit halber habe ich eben diese Baseline genommen. Und wenn ich einen Bitcoin halte und der $35.000 im Support wert ist, also in der alleruntersten Linie, immer, was heißt Wert, der Preis dessen ist, dann kann ich sagen, okay, wenn ich 10% ausschütte, dann mache ich in keinem Fall was falsch. Ja, dann mache ich in keinem Fall was verkehrt, wenn ich einen Bitcoin habe und ich schütte mir $3.500 jährlich aus, dann werde ich nächstes Jahr wieder dieselbe Menge in Dollar drinnen haben, mindestens, weil wir ja von der Fläche her noch deutlich höher sind. Ja, also das, was wir hier praktisch sehen, ist more than 10%. Ja, also solange wir in dem Bereich sind, wo wir sowieso noch drüber sind mit dem Power Law, sind wir hier sogar extrem konservativ. Wir könnten jetzt also noch ein bisschen anpassen und können sagen, okay, das ist mal das eine, aber wir könnten ja auch auf die 50k gehen. Ja, wir könnten ja den Power Law Fit nehmen, der liegt ja besser in den Daten. Klar sind wir manchmal drunter, aber eben auch manchmal drüber, wenn wir ausschütten. Also können wir hier auch die 50k nehmen. Das wäre war ja immer noch eine sehr, sehr konservative Annahme und kämen dann hier eben auf 5k, die wir uns jährlich ausschütten dürfen, wenn wir eben einen Bitcoin halten. Ja, das ist das Grundprinzip diese Rente, könnte man sagen. Jetzt kann man eben noch mit etwaigen Faktoren rumspielen. Ich habe es ja schon erläutert. Also im Grunde die Thematik, dass wir eben andere oder dynamische Zinssätze verwenden. Eben diese orange Linie, ja, also die hier. Wenn wir die verwenden und Jahr für Jahr anpassen, dann muss ich natürlich Jahr für Jahr das R ändern. Dann kann mir Jahr für Jahr was anderes auszahlen. Das heißt natürlich, der Betrag in US-Dollar, den ich in Bitcoin habe, der bleibt gleich. Aber ich kann mir Ausschüttungen eben geben und die Menge an Bitcoin sinkt. Und da wären wir jetzt auch schon bei den negativen Punkten. Ja, also warum sollte ich das überhaupt machen? Kann ich das machen? Sollte ich es machen? Darf ich es machen? Welche Situation erfordert es, dass ich so etwas mache? Und deswegen die Negative Points. Ja? Also negativ ist auf jeden Fall, Leute, wenn ihr sowas macht, wenn ihr euch derartige Ausschüttungen gönnt, ja, gönnen dir, dann macht ihr es ja in US-Dollar. Das heißt, diese Ausschüttungen bezieht sich auf ein US-Dollar-System. Und das heißt, auch über diese nächsten 100 Jahre, die wir hier so betrachten, kann es ja sein, dass dieses Modell bricht, des Power Laws, weil es eben auf den US-Dollar gemünzt ist. Und wenn der US-Dollar irgendwann mal tatsächlich gegen das Bitcoin-System verlieren würde, dann habt ihr in dieser Zeit, in der ihr ausgeschüttet habt, natürlich Bitcoin verloren. Ja, losing Bitcoin. Ihr verliert mit diesem System Bitcoin, denn ihr betrachtet das Ganze in einem US-Dollar-System oder Euro-System, also in jedem Fall in einem Fiat-Währungssystem.
Natürlich, das ist das Schlechte, aber ihr werdet immer Bitcoin haben, denn ihr schüttet euch ja immer nur einen Teil aus. Das heißt, der eine Bitcoin wird nächstes Jahr von mir aus irgendwie 0,98 Bitcoin sein und dann wieder weniger und wieder weniger. Es werden immer weniger Bitcoin, aber der Betrag, den ihr euch ausschüttet in US-Dollar, die Summe an Ausschüttungen, die steigt natürlich. Ja? Also solange wir in einem US-Dollar-System sind oder in einem Fiat-System, ist das vielleicht keine schlechte Strategie, aber ihr müsst euch im Klaren sein, am Ende habt ihr weniger Bitcoin. Das ist mal das eine. Zu den positiven Punkten komme ich gleich. Ja? Und das andere ist natürlich, Leute, es ist related to model. Ja, das ist nur ein Modell. Ihr könnt ein anderes Modell verwenden, eine andere Regressionslinie, die vielleicht noch besser liegt, die vielleicht etwas mehr abflacht oder wie auch immer. Es soll euch einfach hier ein Prinzip zeigen, wie ihr diese Frage beantworten könnt. Ja, was kann ich mir denn rausnehmen am Bitcoin, ohne dass ich mir sonderlich viele Gedanken machen muss? Ja, natürlich, es ist die ewige Rente. Ja, es ist die ewige Rente, so würde man dazu sagen. Ewig ist immer so eine Sache. Ja, ewige Renten gibt es ja auch bei Firmen nicht. Auch wenn ich jetzt Dividenden bekomme von Firmen und die Dividenden immer 3% sind und dann zahle ich mir die 3% immer aus. Ob es die Firma auf ewig geben wird, wissen wir nicht. Ob es Bitcoin auf ewig geben wird, wissen wir nicht. Ob es das Model auf ewig geben wird, wissen wir nicht. Es sind immer Unbekannte dabei. Ja, aber das ist ganz normal. Ich zeige euch nur dieses Prinzip und ihr könnt anhand dessen dann arbeiten und könnt euch, wenn ihr das machen wollt, das Ganze ausschütten. Denn es gibt Gründe, warum man durchaus nicht nur immer DCA macht, sondern der ein oder andere sagt, ja, doch, Pro, ich will das tun. Ich habe hier was davon und ich will das einfach. Natürlich, ich bin in Rente und habe vielleicht keine Nachkommen und vielleicht interessiert mich das nicht, was ich in 100 Jahren an Bitcoin mit ins Grab genommen habe. Ja, natürlich, das kann sein. Ja, dementsprechend habe ich jetzt Cashflow. Und es sei jedem vergönnt, dass er sich Gedanken darüber macht, Leute. Es sei jedem vergönnt. Das ist hier keine Finanzberatung. Ich wiederhole das nochmal. No financial advice. Es ist nur ein Prinzip und dieses Prinzip der ewigen Rente, ja, eben Ausschüttungen zu erzielen auf Basis des aktuellen Werts und eben auf Basis des R, ja, also der Rendite, die eben typischerweise damit drinnen steckt. Gibt einen Cashflow und den Cashflow, den kann man natürlich mitnehmen. Und das ist für jemanden, der vielleicht keine Nachkommen hat, oder in Rente geht oder wie auch immer und sagt, ich will jetzt was davon haben, dass ich mit Bitcoin so viel Kohle gemacht habe, ja, dann ist das jedem vergönnt, solange wir noch im Fiat-Währungssystem sind. Ein Hinweis dazu, für die noch nicht abonniert sind am Kanal. Diesen Cashflow können wir nutzen und diese Cashflows können wir abzinsen und dann können wir zu einer Art Wertbestimmung kommen für den Bitcoin-Preis. Das werde ich in einer der nächsten Versionen mal zeigen. Also abonniert den Kanal, dann kriegt ihr genau solche Dinge eben mit. Also wir können den Cashflow rausziehen. Cashflow ist etwas, was man im klassischen Bewertungssystem sehr gut kennt und eben auf Basis dessen man wunderbar eben zu einer Wertbestimmung kommen kann. Aber eben auch zu einer Ausschüttung und jeden sei es vergönnt, dass er von mir aus 5K oder was auch immer pro Jahr und Bitcoin hier eben rauszieht. Und das andere ist natürlich, Leute, wenn ihr nicht in Rente geht und keine Nachfahren habt oder wie auch immer und ihr sagt einfach, wow, so Schwankungen wie es im Bitcoin-Preis momentan wieder los ist, ich komme damit nicht klar. Leute, dann ist es doch auch jedem vergönnt, dass ihr euch gut fühlt. Feel good, Leute. Wenn ihr sagt, das gibt mir das Gefühl, dass ich in einer gewissen Art und Weise ein Gewinner bin, ja, und nicht nur DCA in, sondern eine Art DCA out brauche, also dass ich ein Stück für Stück was rausnehme von dem Bitcoin gucken, sei jedem vergönnt. Gebt die Bitcoin frei für andere, ja, ich nehme auch den einen oder anderen ganz gerne. Nein, Leute, das ist natürlich nur ein Witz, aber wenn ihr damit besser klarkommt, ja, dann ist das doch für jeden in Ordnung. Ihr könnt dieses Prinzip nutzen und zu sagen, hey, jetzt mache ich mal was draus. Jahrelang rede ich schon davon, seit $10.000 Bitcoin-Preis bin ich dabei, jetzt sind wir bei $100.000 und ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich würde mich besser fühlen, wenn ich einfach mal 10.000 rausziehe pro Jahr oder wie auch immer. Ja, also feel good, Leute. Es hat seine Vorteile. Es gibt nicht die Strategie schlechthin, die für jeden geeignet ist. Dieses Prinzip mit dieser ewigen Rente, ja, die 10% und ich ziehe das über die Jahre, die ist für jemanden auch geeignet, der einfach etwas schwächere Nerven hat. Ja, und dafür kann man es ganz gut nutzen. Ja, Leute, also ihr seht schon, diese Art der Bitcoin Interest Rate, natürlich gekoppelt an dieses Modell und natürlich in einem Fiat-Währungssystem, US-Dollar, ja, ist ein ganz charmantes Prinzip. Wir wissen nicht, wie es sich mit dem Dollar entwickelt, wir wissen nicht, wie sich das Powell-Model entwickelt, aber das ist eine Art und Weise, dies zu tun, die für den einen oder anderen vielleicht ganz interessant ist. Macht euch mal Gedanken darüber, ja, wie ihr hiermit umgehen könnt. Lasst mich mal unten in der Kommentarsektion wissen, ob ihr in dieser Art und Weise von so einer Strategie profitieren würdet. Vielleicht seid ihr ja momentan in Rente, vielleicht geht ihr ins Ausland und sagt, hey, ich will jetzt einfach mal diese Kohle nutzen und einfach mal eine Weltreise machen oder wie auch immer, ist doch eure Sache. Solange wir uns über dieser Power Law Support Bereich beziehungsweise in diesem Power Law Fit eben befinden, spricht eigentlich nichts gegen diese Art des Zinses und man kann das dann wunderbar machen. Auf eines muss ich natürlich noch hinweisen, umso länger ihr wartet, umso weiter steigt natürlich diese Baseline und umso höher ist der Value ursprünglich und dementsprechend auch die Rente. Das heißt, während wir jetzt von einer Baseline von 35.000 ausgehen, so liegt sie 2026 schon bei 50.000 und so weiter und so fort und dementsprechend geht dann eben auch diese Rentenausschüttung nach oben. Das heißt, umso länger ihr wartet, bis ihr reinsteigt in diese ewige Rente, umso mehr wird euch am Ende dann auch bleiben. Ja, also das nur ein Hinweis am Rande noch.
Nichtsdestotrotz, wie gesagt, no financial advice. Lasst mich wissen unten in der Kommentarsektion, ob ihr genau auf solche Erklärungen, auf solche Charts, auf solche Ideen, wie man mit dem Ganzen umgeht, steht. Und ja, genau, gebt mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben, abonnieren, button, die kleine Glocke und helft mir im Kampf gegen den YouTube-Algorithmus. Ansonsten seht ihr das und hört ihr mich im nächsten Modul.